Ich hab dich im Auge. Hm? Nein, das meine ich nicht. Hallo und herzlich willkommen in der Linkster Academy. Ich bin deine Deutschlehrerin Julia und das heutige Video ist eine Mischung aus Grammatik und Vokabeln. Ich zeige dir die wichtigsten Funktionsverbgefüge, die wir auf B- und C-Niveau benutzen. Funktions was? Du kennst sie vielleicht auch unter dem Namen Nomen-Verb-Verbindungen. Das heißt, dass ein Nomen mit einem bestimmten Verb kombiniert wird, um eine spezielle Bedeutung zu bekommen. Sie sind stilistisch viel eleganter als simple Verben. Die Herausforderung ist allerdings, dass ihre Bedeutung nicht immer wörtlich zu verstehen ist, wie zum Beispiel jemanden im Auge haben. Das heißt, dass man jemanden beobachtet bzw. kontrolliert. Oft hört man auch, ich behalte dich im Auge. Das haben meine Lehrer früher oft zu mir gesagt, aber das ist ein anderes Thema. Bist du bereit? Auf geht's! Nomen-Verb-Verbindungen findest du überall, in der Zeitung genauso wie in der gesprochenen Alltagssprache. Sie sind ein grundlegender Teil unserer Sprache und unglaublich wichtig, um einen besseren Sprachstil zu bekommen. Du musst sie also irgendwann lernen, daher hier deine Chance. Es gibt viele dieser Verbindungen, daher mache ich eine Videoserie, in der ich dir die wichtigsten mit Beispielen vorstelle. Damit du alle im Überblick hast, habe ich dir eine Liste erstellt, die du dir kostenlos herunterladen kannst. Der Link ist ebenfalls unter dem Video. Heute lernst du 14 Verbindungen, die man ständig hört und liest. Du bekommst dazu nicht nur Beispiele, sondern auch andere Möglichkeiten, wie man diese Verbindungen ausdrücken kann. Etwas zur Sprache bringen heißt etwas ansprechen. In der Konferenz hat der Chef das Thema Kündigung zur Sprache gebracht, woraufhin seine Mitarbeiter eine hitzige Diskussion begannen. Der Chef hat das Thema Kündigung angesprochen und seine Mitarbeiter haben darüber heftig diskutiert. Auf etwas Anspruch haben heißt beanspruchen können. Jedes Kind in Deutschland hat Anspruch auf über 200 € Kindergeld monatlich. Jedes Kind in Deutschland hat das Recht auf Kindergeld. Das kann man natürlich auch negativ verwenden. Ohne eine Versicherung hat man im Extremfall oft keinen Anspruch auf finanzielle Unterstützung. Wenn man keine Versicherung hat, bekommt man in manchen Fällen keine finanzielle Hilfe. In Erfüllung gehen heißt erfüllen. Claudias größter Wunsch ist endlich in Erfüllung gegangen. Sie hat sich ein Haus am Meer gekauft. Claudia hat sich endlich ihren größten Wunsch erfüllt und sich ein Haus am Meer gekauft. Auswirkungen haben auf heißt sich auswirken. Zu viel Stress und eine ungesunde Ernährung haben negative Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Zu viel Stress und eine ungesunde Ernährung wirken sich negativ auf unsere Gesundheit aus. Den Eindruck haben heißt denken oder meinen. Ich habe den Eindruck, dass meine Sprachkenntnisse besser geworden sind, seit ich regelmäßig Romane lese. Ich meine, meine Sprachkenntnisse sind besser geworden, seit ich regelmäßig Romane lese. In Frage kommen heißt relevant sein. Es haben sich Dutzende Manager auf die Stelle beworben, aber es kommen nur 3 in Frage, die zum Bewerbungsgespräch eingeladen werden. Von den Dutzenden Managern, die sich auf die Stelle beworben haben, sind nur 3 relevant und werden zum Gespräch eingeladen. Ein negatives Beispiel: Mama, darf ich mit meiner Freundin nach London fliegen? Das kommt überhaupt nicht in Frage, du bist erst 13. Du gehst auf keinen Fall nach London, du bist noch viel zu jung. Wert legen auf heißt wichtig sein. Erikas Ehemann legt viel Wert auf seine äußere Erscheinung. Er ist stets rasiert und hat einen gepflegten Haarschnitt. Erikas Ehemann ist sehr wichtig, dass er immer rasiert ist und einen gepflegten Haarschnitt hat. Rücksicht nehmen auf heißt rücksichtsvoll sein. Tom nimmt große Rücksicht auf seine Familie. Er hört abends keine laute Musik
räumt die Wohnung auf und geht arbeiten, um seinen Beitrag zu leisten. Tom ist sehr rücksichtsvoll mit seiner Familie. Er hört abends keine laute Musik, räumt auf und geht arbeiten. Ein negatives Beispiel: Manche Autofahrer nehmen keine Rücksicht auf Fußgänger. Sie fahren über rote Ampeln, mit hoher Geschwindigkeit oder ohne Licht am Abend. Manche Autofahrer sind im Straßenverkehr total rücksichtslos. Eine Entscheidung treffen heißt sich entscheiden. Laura hat endlich eine Entscheidung getroffen. Sie wird im kommenden Wintersemester ihr Psychologiestudium beginnen. Laura hat sich dafür entschieden, dass sie im kommenden Wintersemester ihr Psychologiestudium beginnt. Oder Laura hat sich entschieden, im kommenden Wintersemester ihr Psychologiestudium zu beginnen. In Erwägung ziehen heißt erwägen oder überlegen. Hast du schon mal in Erwägung gezogen, einen Deutschkurs in der Linkster Academy zu machen? Ich habe gehört, dort gibt es die besten Kurse. Hast du schon mal überlegt, einen Deutschkurs bei mir zu machen? Das kann ich dir wärmstens empfehlen. Zur Verfügung stellen heißt anbieten. Schon seit Jahren stelle ich meine Grammatikvideos auf YouTube kostenlos zur Verfügung. Schon seit Jahren biete ich meine Grammatikvideos auf YouTube kostenlos an. Und jetzt, Achtung! Wenn ich dir etwas zur Verfügung stelle, dann bin ich aktiv, denn ich gebe dir etwas. Schau dir zum Kontrast das hier an. Zur Verfügung stehen heißt verfügbar sein. Meine YouTube-Videos stehen schon seit Jahren auf YouTube kostenlos zur Verfügung. Schon seit Jahren gibt es meine Videos auf YouTube. Erkennst du den Unterschied zwischen zur Verfügung stellen und zur Verfügung stehen? Im ersten Beispiel geht es um die Person, die etwas anbietet. Und im zweiten Beispiel geht es um die Sache, also um die Videos, die es gibt. Kommen wir nun zu den letzten beiden Beispielen, die ähnlich sind wie die letzten beiden. Und zwar Interesse wecken heißt jemanden für etwas interessieren. Es gibt eine Kochshow im Fernsehen, die mein Interesse geweckt hat. Seitdem ich sie schaue, koche ich viel lieber. Eine bestimmte Kochshow im Fernsehen hat mich dazu gebracht, mich für das Kochen zu interessieren. Schau dir nun zum Kontrast an: Interesse zeigen an heißt interessiert sein. Seit ich diese Kochshow im Fernsehen schaue, zeige ich mehr Interesse am Kochen. Es macht jetzt mehr Spaß, Gerichte zuzubereiten. Ich habe mehr Interesse am Kochen, seit ich diese Kochshows im Fernsehen schaue. Siehst du den Unterschied? Ich als Person zeige Interesse an einer Sache, an einem bestimmten Produkt oder wie hier an einer Kochshow. Aber die Sache selbst, also das Produkt, die Kochshow oder was auch immer, weckt Interesse in mir. Man spricht bei diesen Beispielen von aktiver und passiver Bedeutung. Das hat aber nicht direkt etwas mit aktiv-passiv als Verbform zu tun. Es geht hier nur um die Perspektive von einer Person oder von der Sache aus. Ja, das waren mal die ersten 14 Nomen-Verb-Verbindungen, die ich aus der Liste genommen habe, um sie dir mit Beispielen zu erklären. Hol dir wie gesagt die ganze Liste, du kannst sie über den Link unter dem Video kostenlos herunterladen. Kennst du noch weitere dieser Funktionsverbgefüge oder gibt es welche, die du schon mal gesehen oder gehört hast, aber nicht verstehst? Dann schreib sie mir in die Kommentare, damit ich weiterhelfen kann. Und das war's auch schon wieder für heute. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Lernen und sag Tschüss, bis zum nächsten Video, deine Julia.